Skifahren in Japan ist aktuell in aller Munde. Doch heute trennen wir Mythos von Realität. Gewinnt Japan wirklich gegen die europäischen Alpen? Ich war jetzt 8 Wochen hier in Japan und am Ende verrate ich, welche Region für mich ganz persönlich gewinnt. Eines vorweg: Japan ist für mich mehr eine Skikulturreise als ein klassischer Skiurlaub. Wenn ihr herkommt, dann gibt es so viel mehr zu entdecken. Städte wie Kyoto hier unten, Dörfer, das Essen, Schreine und vieles mehr. Einen kompletten Japan-Skiurlaubsplanungsguide mit ein paar Verhaltensregeln, den bereite ich euch zum Start der nächsten Skisaison vor. Und wenn ihr in der Zwischenzeit schon mal euren Skiurlaub in den Alpen planen möchtet, dann denkt an den Gutscheincode von Snowtracks, ist direkt hier unten verlinkt. Und wir starten jetzt mit Kapitel Nummer 1, der Schneerealität. Denn ja, Jephao gibt es, das habt ihr in den Videos ja auch gesehen, aber nicht jeden Tag und auch nicht die ganze Saison. Viele reden über den japanischen Tiefschnee, als wäre er ein Dauerzustand. Die Realität ist, Jephao ist ein Jackpot. Es kann in Serien schneien, aber es gibt auch Phasen, in denen fällt überhaupt kein frischer Schnee. Wir hatten Glück und das vor allem, weil wir flexibel waren und mit dem Mietwagen gut reagieren konnten. Ein Freund von mir kam Mitte Februar an und er hatte dann 2 Wochen lang überhaupt keinen Powder, weil das Wetter umgeschlagen ist. Und bedenkt dabei, viel Schneefall heißt natürlich auch viel schlechte Sicht, Wind, graue Tage und dabei auch wirklich kalte Temperaturen. Ihr solltet euch darauf einstellen, wenn ihr herkommt. Wenn ihr dann aber diesen frischen Schnee erwischt, dann ist es einzigartig. Dieses leise Fahren im Wald, das Schweben durch den Tiefschnee, nur der eigene Atem, das wird mir ewig hängen bleiben. In den Alpen hingegen sind Tiefschneetage weniger verlässlich geworden. Dafür liefern die Alpen viele schöne Skitage, auch ohne Tiefschnee. Sonne, Panorama, gute Pisten und wenn die Alpen ein Schneejahr erwischen, dann ist das Gesamtpaket wohl kaum international zu schlagen. Das bringt uns auch zum Kapitel 2, nämlich dem Gelände und dem Fahrgefühl. Die meisten japanischen Skigebiete spielen sich stärker unterhalb der Baumgrenze ab. Genau deshalb sind Treeruns hier so prägend. Geschützte Abfahrten durch den Wald, weniger Wind und oft bessere Orientierung. Das ist besonders und der Baumslalom macht auch wirklich Spaß. Das Ganze kann sich natürlich auch sicherer anfühlen. Trotzdem gilt, Lawinengefahr ist auch in Japan real und die Regeln unterscheiden sich je nach Resort. Da kommen wir später noch drauf. Die Alpen sind hier breiter aufgestellt. Es gibt Waldpassagen, weite, offene Hänge, hochalpines Gelände, wenn wir zum Beispiel an den Arlberg denken, lange Abfahrten wie von Zermatt, Genussrunden wie die Sella-Ronda und so weiter und so fort. Für mich sind die Alpen eine Sammlung von verschiedenen Welten, was sich auch in den Orten und den Kulturen im nächsten Kapitel widerspiegelt. Denn in Japan hängt das Ortsgefühl im Skigebiet stark von der Region ab. Grob möchte ich dabei unterscheiden zwischen Hokkaido und Honshu und auch zwischen internationalen Hotspots wie zum Beispiel Niseko und Hakuba versus kleineren Skiorten. Niseko und Teile des Hakuba Valley sind sehr international geprägt, insbesondere von Australiern, da war ich selbst überrascht. Das macht die Reise natürlich oft leichter, aber weniger puristisch und oft auch teurer. Auf Honshu, also der Hauptinsel, findest du häufiger traditionellere Onsen-Orte, zum Beispiel auch Nozawa-Onsen. Gleichzeitig muss man sagen, dass auch dort der internationale Tourismus zunimmt. Wenn es nur um einen reinen Skiurlaub mit viel Schnee geht, dann können auch Resortgebiete wie zum Beispiel Kiroro oder Furanu auf Hokkaido eine passende Wahl für dich sein. Und fairerweise, auch die Alpen sind nicht mehr überall ursprünglich. Denken wir an Zermatt, an Wolkenstein, Ischgl und viele mehr. Diese Orte sind natürlich auch stark vom Tourismus geprägt. Der Unterschied ist jedoch, die Alpen sind kulturell nicht eins, sondern viele. Und du wechselst die Atmosphäre oft in wenigen Stunden. Außerdem ist der Skisport in vielen Orten kulturell tiefer verankert, wenn wir zum Beispiel an den Arlberg denken.
Das macht es in meinen Augen sehr spannend und auch reizvoll, in den Alpen Ski zu fahren. In Japan fällt mir am Berg vor allen Dingen eines auf. Es läuft häufig geordneter und ruhiger ab. Das fängt schon bei den Warteschlangen an. Respektvoll und entspannt. Das Ganze trägt sich dann auch über das Essen bis hin zum Après-Ski, das hier eben nicht so wie in den Alpen stattfindet. Entspannung in Thermalquellen, die geschlechtergetrennt sind, auch Onsen genannt. Auch das ist ruhiger und tief in der Kultur hier in Japan verankert. Selbst im Alltag in Tokio und Kyoto merken wir, es ist weniger laut und mehr Rücksicht. Als Gäste haben wir natürlich auch eine Verantwortung, genau das zu respektieren, gerade bei eher heiklen Themen wie dem Onsen. Dort gibt es viele Regeln und da heißt es, aufmerksam zu handeln. In den Alpen ist die Stimmung naturgemäß näher am westlichen Kulturraum. Es gibt im Schnitt mehr Individualismus, mehr Selbstverwirklichung und das merken wir auch am Berg. Die Lautstärke, das Auftreten, manchmal auch ein bisschen Ellenbogen und gerade zu Stoßzeiten wirkt das alles hektischer als hier in Japan. Gleichzeitig gibt es auch dort viele ruhige Genussorte, wenn wir zum Beispiel an Carezza denken oder das Kleinwalsertal. Ich sage nicht per se, Japan ist gut und die Alpen sind schlecht, sondern Japan fühlt sich einfach in der Kultur ganz anders an und das bringt uns auch zu Kapitel Nummer 5, der Infrastruktur. Denn japanische Liftanlagen sind im Durchschnitt älter. Das habt ihr gesehen und das merkt man sowohl bei Tempo, Komfort und manchmal auch beim Sicherheitsgefühl, wenn man so gar keinen Bügel hat. Auch die Skigebietslogik wirkt weniger durchdacht als bei den perfekt geplanten Alpenverbünden. Gleichzeitig hat das einen gewissen Charme. Weniger Menschen werden den Berg hinauf befördert, oft weniger Hektik und Japan nutzt Technik deutlich länger. Das merken wir nicht nur bei den Skiliften, sondern auch in den Städten, bei den Bussen und bei den Bahnen. Doch in großen internationalen Skigebieten wird aktuell auch sichtbar modernisiert, wenn wir da zum Beispiel nach Hanazono blicken, wo viele neue Liftanlagen standen. Die Alpen sind in der Infrastruktur und der Dimension der Skigebiete nicht zu schlagen, weltweit nicht zu schlagen. Insbesondere Österreich und Südtirol, dabei können wir zum Beispiel nach Ischgl blicken. Das ist für mich eines der modernsten Skigebiete, das ich auf der Welt gesehen habe. Ob man jetzt diesen Komfort, die Schnelligkeit zwingend braucht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Kommen wir jetzt zum Thema Freeriden. Denn Japan hat beim Skifahren keine einheitliche Logik. Regeln sind je nach Skigebiet sehr unterschiedlich. Es gibt Gebiete mit Gates, andere mit klaren Sperren und mit deutlichen Kontrollen. Das heißt, ihr müsst teilweise auch mit wirklich harten Konsequenzen rechnen. Dazu kommt, dass die Rettung und die Organisation der Rettungsdienste je nach Region sehr unterschiedlich professionell aufgestellt sind. In internationalen Gebieten läuft es strukturierter ab, zumindest was ich bisher beurteilen kann, in kleineren Resorts deutlich weniger. Deshalb gilt natürlich beim Freeriden Eigenverantwortung, über die ihr stark nachdenken solltet. Wie schon angesprochen, gibt es natürlich auch in Japan Lawinengefahr. Dabei ist die Ausrüstung das Minimum. Euer Know-how und auch eine gute Gruppe sind entscheidend. Das gilt natürlich auch in den Alpen, wobei die Regeln dort deutlicher sind. Pisten und Skirouten sind gesichert, abseits gilt Eigenverantwortung. Die Bergrettung in den Alpen ist dafür über viele Regionen hinweg sehr etabliert und vielerorts wirklich hochprofessionell ausgestattet. Trotzdem gilt, Rettung ist nicht der Plan A, sondern immer der Notfall. Achtet auf euch. Und jetzt schauen wir auf das liebe gute Geld. Denn Japan ist beim Skipass im Durchschnitt günstiger. Aber du bekommst auch eben nicht das moderne Gesamtpaket. Beim Essen empfinde ich Japan meist günstiger, da kommt es aber drauf an und es hängt natürlich auch am schwachen Yen. Wobei Hotspots wie zum Beispiel die internationalen Gebiete dann eher wieder an die Alpenpreise rankommen. Bei Unterkünften gilt der typische Satz, es kommt drauf an.
Es gibt kleine Orte, wo ihr wirklich viel für euer Geld bekommen könnt, aber in den internationalen Gebieten kann alles deutlich teurer sein. Alles in allem kann man sagen, dass Japan nicht pauschal günstiger ist, insbesondere dann, wenn ihr die Anreise mit einberechnet, was ja logisch sein müsste. Auch in den Alpen wissen wir, dass das Preisniveau stark von den Orten abhängig ist. Ihr könnt natürlich höchst luxuriös in Chalets unterwegs sein oder ihr könnt schlau planen und da zum Beispiel Skipass- und Unterkunftskombinationen wählen. Da gibt es zum Beispiel aktuell den Deal von Snowtracks, wo ihr eine Woche Skiurlaub inklusive Unterkunft und Skipass für 200 € bekommen könnt. Sie haben online in Summe über 2500 Unterkünfte in bis zu 500 der besten Skiorte Europas. Ich habe euch das unten mal verlinkt, auch mit dem Gutscheincode, wo ihr dann nochmal weitere 60 € sparen könnt. Die Skipässe in den Alpen sind tendenziell im Preisniveau höher als in Japan, aber bei weitem nicht auf Nordamerika-Niveau, wo wir ja über Tagespreise jenseits der 200 € reden können. Und insbesondere beim Essen müssen wir mit den Preisen in den Alpen sehr hart sein. Das ist im Vergleich zu Japan wirklich deutlich teurer, insbesondere dann, wenn wir auf die Schweiz blicken. Und das bringt mich zum Fazit. Werde ich jetzt nur noch in Japan Ski fahren? Und ganz klar, nein. Aber ich kann es wirklich jedem von euch empfehlen, der zwei Dinge sucht. Auf der einen Seite diesen besonderen Schnee und auf der anderen Seite den kulturellen Sprung. Mein größter Tipp, und ich weiß, dass das ein wirklich großes Privileg ist, für das ich auch sehr dankbar bin, das ist die Flexibilität. Der Reiz dieses besonderen Wetterfensters von ungefähr Mitte Januar bis Mitte Februar, wo ihr den Jepao erleben könnt. Und wenn ihr da flexibel bucht, dann habt ihr die maximale Chance auf diese legendären Tage, die ich wirklich sagen muss, die für immer in meinem Gedächtnis bleiben werden. Für mich hat Japan aber auch bestätigt, wie unglaublich stark die Alpen sind. Das vergesse ich manchmal, weil die ja einfach vor der Haustür liegen. Die Vielfalt, die Orte, die Infrastruktur, das ist weltweit einzigartig. Und wenn dann auch noch eine besondere Schneesituation ist, dann kann man das Gesamtpaket einfach nicht schlagen. Unterm Strich, Japan ist eine Skikulturreise für besondere Powder-Momente. Die Alpen sind für mich aber das bessere Gesamtareal. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt es gerne in die Kommentare, auch eure Fragen, und wir sehen uns im nächsten Video wieder, was genau hier verlinkt ist. Tschüss!